Mein Name ist Juliette. Ich bin 56 Jahre alt. Ich bin geschieden und habe heute viel Geld. Aber mein Geld kam nicht einfach zu mir. Ich habe viele Jahre hart gearbeitet. Ich habe mein eigenes Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut. Heute nennen mich die Leute erfolgreich. Ich fahre einen schwarzen BMW. Ich trage schöne Kleidung und hohe Schuhe. Wenn ich einen Raum betrete, bemerken mich die Leute. Manche Menschen bewundern mich. Manche Menschen verurteilen mich. Manche Menschen reden hinter meinem Rücken über mich. Sie glauben, sie wissen, wer ich bin, weil sie mein Auto, mein Geld und mein Alter sehen. Aber sie kennen mein Herz nicht. Sie kennen meine Einsamkeit nicht. Sie wissen nicht, wie viele Nächte ich in ein wunderschönes Haus nach Hause kam und mich trotzdem leer fühlte. Eines Nachmittags ging ich in ein Café in der Nähe einer Universität. Es war viel los. Überall waren junge Studenten. Einige lernten, einige lachten, andere warteten in der Schlange auf ihr Essen. Da sah ich ihn. Er stand in der Nähe der Essensausgabe. Er war groß und gut aussehend, vielleicht 24 Jahre alt. Lange schaute er auf die Speisekarte, dann sah er auf die kleine Geldbörse in seiner Hand. Seine Kleidung war einfach, seine Schuhe sahen alt aus, sein Gesicht sah müde aus. Er wollte etwas essen, aber ich konnte sehen, dass er nicht genug Geld hatte. Er sah ein Sandwich an. Dann schaute er wieder in seine Geldbörse. Dann seufzte er. Etwas in mir bewegte sich. Normalerweise spreche ich nicht mit fremden Menschen, aber er bat niemanden um Hilfe. Er stand einfach still da und versuchte, nicht verlegen auszusehen. Also ging ich näher zu ihm. »Hallo«, sagte ich freundlich. »Versuchst du, etwas zu essen auszuwählen?« Er sah überrascht aus. »Ja«, sagte er leise. »Lass mich dir heute dein Mittagessen kaufen«, sagte ich. Seine Augen wurden groß. »Oh nein«, sagte er schnell, »das musst du nicht tun.« »Ich weiß«, sagte ich, »aber ich möchte es. Bitte, lass mich.« Er sah schüchtern aus. Einen Moment lang sagte er nichts. Dann lächelte er ein wenig. »Danke«, sagte er. »Das ist sehr nett von dir.« Ich kaufte ihm ein Sandwich und ein Getränk. Er wählte etwas Einfaches. Wir setzten uns an einen kleinen Tisch am Fenster. Er aß schnell, als hätte er schon lange nichts mehr gegessen. Sein Name war Danny. Er war Student. Nebenbei arbeitete er in einem Café. Er hatte große Träume, aber sehr wenig Geld. Dieses kleine Mittagessen war der Anfang unserer Geschichte. Nach diesem Tag trafen Danny und ich uns oft. Manchmal tranken wir Kaffee, manchmal gingen wir durch den Park auf dem Campus, manchmal saßen wir einfach da und redeten. Er erzählte mir von seinem Studium,
seiner Familie und seinem Traum von einem besseren Leben. Er wollte erfolgreich sein, aber er war müde. Er arbeitete und studierte gleichzeitig. Er hatte Rechnungen. Er hatte Schulden. Seine Schuhe hatten Löcher. Er tat mir leid, aber noch mehr als das mochte ich es, mit ihm zusammen zu sein. Danny war anders als die Menschen, die ich normalerweise traf. Er war jung, ehrlich und offen. Er lachte schnell. Er hörte mir zu, wenn ich sprach. Er sah mich nicht so an, als wäre ich nur eine reiche Frau. Wenn ich mit ihm zusammen war, fühlte ich mich leichter, und ich glaube, bei ihm war es genauso. Ich war 56, er war 24. Der Altersunterschied war groß, das wusste ich. Aber wenn wir miteinander redeten, fühlte es sich nicht wie eine Mauer zwischen uns an. Es fühlte sich einfach wie zwei Menschen an, die Zeit miteinander verbrachten. Eines Abends saßen wir in einem kleinen Café. Die Straße draußen war ruhig, das Licht war weich, wir hatten schon lange miteinander gesprochen. Dann sah Danny mich mit ernsten Augen an. »Juliette«, sagte er, »wenn ich bei dir bin, habe ich das Gefühl, wieder atmen zu können.« Seine Worte berührten etwas tief in mir. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Dann kam er näher. Er sah mich an und dann auf meine Lippen. Ich hätte ihn stoppen können, aber ich tat es nicht. Er küsste mich. Zuerst war der Kuss sanft, dann wurde er wärmer und stärker. Für ein paar Sekunden vergaß ich alles. Ich vergaß mein Alter. Ich vergaß meine Regeln. Ich vergaß, was die Leute sagen könnten. Als der Kuss endete, war ich gleichzeitig ängstlich und glücklich. Ich hatte mein Herz jahrelang beschützt, aber Danny hatte es geöffnet, ohne es überhaupt zu versuchen. Danny bat mich nie um Geld. Kein einziges Mal, aber ich sah seinen Stress. Ich sah, wie er auf sein Handy schaute, wenn neue Rechnungen kamen. Ich sah die alten Schuhe, die er zu verstecken versuchte. Eines Abends sagte ich, »Danny, lass mich dir ein wenig helfen.« Er schüttelte schnell den Kopf. »Nein, Juliette, ich kann dein Geld nicht nehmen.« »Es ist ein Geschenk«, sagte ich, »von jemandem, dem du wichtig bist.« Er schaute lange nach unten. »Bist du sicher?« fragte er. »Ja«, sagte ich. Dann kamen ihm Tränen in die Augen. Er bedeckte sein Gesicht mit den Händen und ich nahm ihn in meine Arme. Danach wurde unsere Beziehung immer stärker, aber die Leute begannen zu reden. Sie sahen eine ältere Frau mit einem jungen Mann. Sie flüsterten in Cafés. Sie starrten uns auf der Straße an. Manche nannten mich seine Sugar Mama. Ich tat so, als wäre es mir egal. Ich ging mit erhobenem Kopf weiter. Aber tief in meinem Inneren verletzten mich ihre Worte mehr, als sie wussten. Mein Sohn kam in den Ferien nach Hause.
Ich freute mich sehr, denn ich hatte ihn seit vielen Wochen nicht gesehen. Ich vermisste seine Stimme. Ich vermisste sein Lachen. Ich wollte, dass der Abend schön und friedlich wurde. An diesem Nachmittag rief er mich von unterwegs an. »Mama«, sagte er, »kann ich einen Freund zum Abendessen mitbringen?« »Natürlich«, sagte ich, »bring ihn mit. Es gibt immer genug zu essen.« Nach dem Anruf lächelte ich. Ich plante ein schönes Abendessen. Ich kochte etwas Warmes und Einfaches. Ich deckte den Tisch sorgfältig. Ich wollte, dass für meinen Sohn alles perfekt war. Am Abend klingelte es an der Tür. Mit einem großen Lächeln öffnete ich die Tür. Mein Sohn stand dort, groß und glücklich. Doch dann sah ich die Person neben ihm. Und mein Herz blieb stehen. Es war Danny. Der Freund meines Sohnes war Danny. Für einen Moment konnte ich nicht atmen. Das Glas in meiner Hand wäre mir fast heruntergefallen. Dannys Gesicht wurde weiß. Er sah schockiert aus, als hätte er einen Geist gesehen. Dann schaute er schnell weg. Mein Sohn bemerkte nichts. »Mama«, sagte er fröhlich, »das ist Danny. Er ist mein Klassenkamerad. Er ist ein guter Kerl.« Ich zwang mich zu einem Lächeln. »Freut mich, dich kennenzulernen«, sagte ich. Die Worte fühlten sich seltsam in meinem Mund an. Es tat weh, so zu tun, als würde ich ihn nicht kennen. Es tat weh, so zu tun, als hätte ich nie seine Hand gehalten, seinen Träumen zugehört und ihn in ruhigen Cafés geküsst. Wir setzten uns zum Abendessen. Das Essen sah gut aus, aber ich konnte nichts schmecken. Mein Sohn erzählte von seinem Studium. Er lachte und erzählte Geschichten. Danny antwortete höflich, aber er sah mich kaum an. Wenn sich unsere Blicke doch trafen, sah ich Angst in seinen Augen. Und ich sah unser Geheimnis. Mein Sohn saß glücklich am Tisch. Er hatte keine Ahnung, dass seine Mutter und sein Freund etwas vor ihm versteckten. Nach dem Abendessen ging mein Sohn in sein Zimmer, um zu lernen. Danny blieb im Wohnzimmer. Die Stille zwischen uns fühlte sich schwer an. Schließlich sprach ich. »Danny«, sagte ich leise, »so kann es nicht weitergehen.« Er sah mich an. »Es muss enden«, sagte ich. »Das ist zu kompliziert, zu gefährlich.« Mein Herz tat weh, als ich diese Worte sagte, aber ich wusste, dass sie wahr waren. Danny antwortete nicht. Er kam näher, nahm mein Gesicht sanft in seine Hände und küsste mich. Der Kuss war stärker als zuvor. Er war voller Angst, Sehnsucht und Gefühle. Ich wusste, dass ich ihn wegstoßen sollte. Aber ich konnte es nicht. Ich wollte es beenden. Ich wollte es wirklich. Aber in diesem Moment war mein Herz schwächer als mein Verstand. Ich konnte ihn nicht gehen lassen. Noch nicht. Einige Zeit später fragte Danny mich, ob ich ihn heiraten wollte. Zuerst lachte ich.
»Machst du Witze?« fragte ich, aber er lächelte nicht. »Ich liebe dich, Juliette«, sagte er, »nicht dein Geld, nicht dein Haus, dich.« Ich wollte ihm glauben. Aber tief in mir waren Zweifel. Liebte er mich wirklich oder liebte er die Hilfe, die ich ihm gab? Die Leute redeten bereits über uns. Sie nannten mich dumm. Sie nannten ihn gierig. Ich wusste, dass eine Hochzeit das Gerede nur noch schlimmer machen würde. Trotzdem sagte ich ja. Meine Freunde dachten, ich hätte den Verstand verloren. Meine Familie verstand mich nicht. Eine Frau von 56 Jahren, die einen Mann von 24 heiratete, war für sie zu ungewöhnlich. Vielleicht war es ungewöhnlich, vielleicht war es riskant, aber Danny gab mir das Gefühl, lebendig zu sein. Also entschied ich mich für ihn. Wir heirateten still und ruhig in Italien. Es gab keine große Feier. Nur ein paar Menschen, die uns nahestanden, kamen. Die Sonne war warm. Der Ort war wunderschön. Danny hielt meine Hand und versprach, mich für immer zu lieben. Für einen Tag war ich vollkommen glücklich. Nach der Hochzeit war unser gemeinsames Leben eine Zeit lang schön. Dann begannen kleine Dinge, mir Sorgen zu machen. Danny hatte sein Handy immer bei sich. Wenn ihn jemand anrief, ging er in ein anderes Zimmer. Wenn ich fragte, wer es war, sagte er, nur ein Freund. Manchmal schrieb er Nachrichten und löschte sie sofort wieder. Manchmal löschte er seinen Verlauf. Jedes Mal wurde mein Herz ein wenig kälter. Ich versuchte es zu ignorieren, aber meine Zweifel wurden immer größer. Eines Tages sah ich ihn draußen neben einem Auto. Eine junge Frau saß darin. Sie war schön und ungefähr in seinem Alter. Danny sprach kurz mit ihr. Dann fuhr sie weg. Er sah mich nicht. Aber ich sah alles. Ein paar Tage später sah ich die beiden wieder in der Nähe der Universität. Sie gingen zusammen spazieren. Sie lachte laut. Danny lachte auch. Ich erinnerte mich an dieses Lachen. So hatte er früher mit mir gelacht. Ich beobachtete sie aus meinem Auto. Sie gingen in einen kleinen Park und setzten sich unter einen Baum. Sie berührte seinen Arm. Dann berührte sie sein Gesicht. Danny ging nicht zurück. Mein Herz brach still. Später fragte ich ihn, »Wer ist sie?« Er schaute weg. »Nur eine Freundin von der Universität«, sagte er. Aber ich glaubte ihm nicht. Am nächsten Tag folgte ich ihnen. Ich blieb weit hinter ihnen. Ich beobachtete, wie sie wieder zusammensaßen. Ich sah, wie sie sich zu ihm lehnte. Ich sah, wie er sie sanft ansah. Das war keine Freundschaft. Da war mehr. An diesem Abend kam Danny spät nach Hause. Das Haus war dunkel. Ich saß im Wohnzimmer und wartete auf ihn. Er sah mich und blieb stehen. Keiner von uns sagte etwas.
Die Stille war voller Fragen, voller Geheimnisse, voller Schmerz. Ich ging ins Bett, aber ich konnte nicht schlafen. Das Bild von der Hand dieses Mädchens auf seinem Gesicht blieb die ganze Nacht in meinem Kopf. Am nächsten Morgen fühlte sich das Haus kalt und still an. Danny und ich sprachen beim Frühstück nicht miteinander. Ich sah ihn an und er sah müde aus. Sein Gesicht war blass. Seine Augen waren rot, als hätte er nicht geschlafen. Ich konnte diesen Schmerz nicht länger tragen. Ich brauchte die Wahrheit. Ich fand ihn im Wohnzimmer. Er saß auf dem Sofa und hielt seine Hände zusammen. Er sah aus wie ein Mann, der auf schlechte Nachrichten wartete. »Danny«, sagte ich leise, »erzähl mir alles.« Er sah mich lange an. Dann senkte er den Kopf. »Die Frau, die du gesehen hast, ist Sarah«, sagte er. »Sie ist meine Ex-Freundin.« Meine Brust fühlte sich plötzlich eng an. Er erzählte mir, dass sie zusammen gewesen waren, bevor er mich kennengelernt hatte. Ihre Beziehung war schlecht zu Ende gegangen. Aber jetzt war Sarah wieder in sein Leben gekommen, weil sie Geld wollte. »Sie bedroht mich«, sagte er. Zuerst verstand ich nicht. Danny atmete tief ein und sprach weiter. »Sie hat alte Fotos von uns. Sie hat auch einige alte Nachrichten von meinem Handy. Sie hat gesagt, dass sie alles anderen Leuten zeigen wird. Sie wird allen erzählen, dass ich dich nur geheiratet habe, weil du reich bist.« Seine Stimme zitterte. »Sie will, dass die Leute glauben, unsere Ehe sei nicht echt. Sie will meinen Ruf zerstören und sie will auch dir wehtun.« Langsam setzte ich mich hin. Mein Herz fühlte sich schwer an. Ein Teil von mir wollte ihm glauben, aber ein anderer Teil von mir hatte immer noch Angst. Ich hatte gesehen, wie Sarah sein Gesicht berührt hatte. Ich hatte gesehen, wie er sie angesehen hatte. »Woher soll ich wissen, dass das wahr ist?« fragte ich. Dannys Augen füllten sich mit Tränen. Ohne etwas zu sagen, nahm er sein Handy heraus und legte es in meine Hand. »Schau dir alles an«, sagte er, »lies die Nachrichten, überprüfe meine Anrufe, nimm meine Passwörter, ich habe nichts mehr zu verbergen.« Seine Hände zitterten. »Bitte, Juliette«, flüsterte er. Ich hatte Angst. Ich wusste nicht, wie ich es dir sagen sollte, aber ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Bitte verlass mich nicht. Ich hielt sein Handy in meiner Hand. Dann sah ich ihm ins Gesicht. Zum ersten Mal sah ich, wie viel Angst er hatte. Er hatte keine Angst, Geld zu verlieren. Er hatte keine Angst, sein bequemes Leben zu verlieren. Er hatte Angst, mich zu verlieren. Ich las die Nachrichten. Langsam wurde die Wahrheit klar. Sarah war wütend. Sie wollte Geld. Sie wollte Kontrolle. Sie wusste, dass die Leute unsere Ehe bereits verurteilten, und genau das benutzte sie gegen ihn.
Ich legte das Handy weg. Dann nahm ich Danny in meine Arme. In dieser Nacht weinte ich an seiner Brust. Ich weinte wegen der Angst, der Zweifel, des Geredes und der Scham. Ich weinte, weil ich fast das Vertrauen in den Mann verloren hatte, den ich liebte. Danny hielt mich fest. Es tut mir leid, sagte er immer wieder. Nach einer langen Zeit wischte ich meine Tränen weg. Ich wusste, dass es so nicht weitergehen konnte. Sarah musste aus unserem Leben verschwinden. Also traf ich eine Entscheidung. Am nächsten Tag kontaktierte ich Sarah selbst. Ich schrie nicht, ich bettelte nicht, ich sprach ruhig mit ihr. Ich bot ihr Geld an, aber nicht, weil ich schwach war. Ich bot es ihr an, weil ich Frieden wollte. Ich wollte, dass dieses Problem endete. Ich wollte, dass Danny sein Studium beendete. Ich wollte, dass unsere Ehe wieder frei atmen konnte. Sarah nahm das Geld und verschwand. Danach wurde unser Leben ruhig. Nicht perfekt, aber ruhig. Danny veränderte sich danach. Er arbeitete härter als zuvor. Er konzentrierte sich auf sein Studium. Er hörte auf, Dinge vor mir zu verstecken. Er ließ sein Handy auf dem Tisch liegen. Er sagte mir, wohin er ging. Langsam begann unser Vertrauen wieder zu wachsen. Als er sein Studium beendet hatte, bat er mich nicht darum, ihm bei der Jobsuche zu helfen. Ich möchte das selbst schaffen, sagte er, und das tat er. Er schickte Bewerbungen. Er ging zu Vorstellungsgesprächen. Einige Firmen sagten Nein, aber er gab nicht auf. Schließlich fand er einen guten Job. An diesem Tag kam er mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause. Ich habe es geschafft, sagte er. Ich umarmte ihn und weinte wieder, aber dieses Mal waren es Freudentränen. Ich war stolz auf ihn. Noch wichtiger war, dass er stolz auf sich selbst war. Später beschlossen wir, die Stadt zu verlassen. Dort gab es zu viele Erinnerungen, zu viel Gerede, zu viele Menschen, die uns ansahen und glaubten, unsere Geschichte zu kennen. Also zogen wir in ein kleines Haus in der Nähe des Strandes. Das Haus war nicht groß, aber es war friedlich. Am Morgen hörte ich die Wellen. Am Abend färbte sich der Himmel über dem Wasser orange. Wir pflanzten Blumen im Garten. Wir kochten einfache Gerichte. Wir tranken draußen Kaffee. Manchmal lachten wir über unseren Altersunterschied. Natürlich war er immer noch da. Ich war älter. Er war jünger. Aber zwischen uns fühlte es sich nicht mehr wie ein Problem an. Danny sagt mir oft, dass ich ihn gerettet habe. Aber ich glaube nicht, dass das die ganze Wahrheit ist. Vielleicht hat er auch mich gerettet. Bevor ich Danny kannte, hatte ich Geld, Erfolg und ein schönes Auto. Aber ich war einsam. Mein Bankkonto war voll, aber mein Herz war leer.
Danny brachte das Lachen zurück in mein Leben. Er gab mir Wärme. Er gab mir Nähe. Er gab mir das Gefühl, geliebt zu werden, ein Gefühl, das ich fast vergessen hatte. Unsere Geschichte ist nicht für alle Menschen normal. Manche Menschen nennen sie vielleicht immer noch einen Fehler. Andere nennen sie vielleicht einen Skandal. Aber ich lebe nicht mehr für die Meinungen anderer Menschen. Liebe kommt nicht immer so, wie die Menschen es erwarten. Manchmal kommt sie auf eine ungewöhnliche Weise. Manchmal bringt sie Probleme mit sich. Manchmal verlangt sie von uns, mutig zu sein. Danny und ich sind nicht perfekt. Aber das, was wir haben, fühlt sich echt an. Und nach all diesen Jahren ist echte Liebe alles, was ich mir jemals gewünscht habe. Vielen Dank, dass du die ganze Geschichte angesehen hast. Wenn du bis zum Ende geblieben bist, danke ich dir wirklich sehr. Jetzt habe ich eine kleine Übung für dich. Das heutige deutsche Wort ist Liebe, Love. Schreib einen einfachen deutschen Satz mit Liebe in die Kommentare. Zum Beispiel Liebe ist wichtig oder wahre Liebe braucht Vertrauen. Und sag mir auch, glaubst du, dass wahre Liebe auf eine unerwartete Weise kommen kann? Ja oder nein? Wenn dir diese Geschichte beim Deutschhören geholfen hat, abonniere German Tales für weitere einfache deutsche Geschichten. Hör weiter zu, übe weiter und wir sehen uns in der nächsten Geschichte. Tschüss!